Nun ist seit Anfang 2021 schon mehr als ein halbes Jahr ins Land gezogen. Corona ist für viele von uns fast vorbei und der Urlaub rückt wieder in greifbare Nähe. Doch um dir auch einen schönen Urlaub leisten zu können, braucht es vor allen Dingen eins: Kohle. Doch wie schaffst du es eigentlich, die 2021er Nebeneinkommen aufzubauen? Welche Möglichkeiten gibt es und wie schnell kannst du damit wirklich Geld verdienen? Genau diese Frage werde ich dir nach dem Intro beantworten. Wir sind Leben in Freiheit und unsere Mission ist es, jedem eine gute Finanzbildung zu ermöglichen. Du willst uns unterstützen? Dann lass diesem Video ein Like da, damit der YouTube-Algorithmus unser Video noch mehr Menschen zeigen kann. Lass uns zunächst einmal schauen, welche Möglichkeiten es gibt, dir 2021 ein Nebeneinkommen aufzubauen. Dazu möchte ich gerne einmal kurz 2-3 Sätze verlieren. Wenn du auf diesem Video gelandet bist, weil du innerhalb eines Monats 1000 Euro oder mehr verdienen willst, bist du hier falsch. Keine der hier vorgestellten Methoden wird dir diese Nebeneinkünfte direkt im ersten Monat bringen. Ich will hier einfach mal mit dem Mythos des schnellen Geldes aufräumen. Es gibt kein schnelles Geld. Punkt. Jedes Nebenbusiness braucht Zeit, bis es dir Gewinne abwirft. Die eine Methode mag vielleicht etwas schneller sein als die andere, das macht sie aber nicht automatisch besser. Wenn du wirklich daran interessiert bist, dir langfristig ein Nebeneinkommen aufzubauen, dann bleib dran, alle anderen brauchen nicht weiterschauen. Nun, wo diese Warnung aus dem Weg ist, müssen wir zwischen zwei Arten von Nebeneinkünften entscheiden. Die einen kosten hauptsächlich Geld, um diese aufzusetzen, die anderen hauptsächlich deine Zeit. Weder die eine noch die andere Art ist besser, ein Nebeneinkommen aufzubauen. Es kommt vielmehr darauf an, wovon du mehr hast: Zeit oder Geld. Schauen wir uns erst einmal kurz die Nebeneinkünfte an, welche hauptsächlich Geld zum Aufsetzen brauchen. Dazu zähle ich in diesem Video Aktien und Dropshipping. Zu den Nebeneinkünften, welche nur Zeit benötigen, gehören YouTube, Online-Kurse, Print on Demand und Affiliate Marketing. Ich werde die Methode außerdem auch auf den 3 Skalen Risiko, Investment und Verdienstmöglichkeiten einordnen. Fangen wir erst einmal mit den Einkommen an, welche nur Zeit benötigen. Denn diese sind für eine größere Gruppe von Menschen interessant. Lass uns mit YouTube beginnen. Die Möglichkeit, für welche auch wir uns entschieden haben. Um mit YouTube zu starten, brauchst du theoretisch keinen Cent. Wenn du Erklärvideos machen willst, reicht theoretisch sogar deine Handykamera und ein netter Hintergrund. Und dann braucht es Zeit. Du musst dir ein Konzept überlegen, Texte schreiben, das Video aufnehmen und es nachbearbeiten. Und das konsistent. Bei einem deutschen Kanal im Finanzbereich beispielsweise kann es auch locker mal ein ganzes Jahr dauern, bis du dein erstes Geld mit YouTube verdienst. Natürlich kannst du auch Geld für deinen YouTube-Kanal ausgeben. Beispielsweise für ein Animationsprogramm, ein besseres Mikrofon, eine bessere Kamera, bessere Bearbeitungsprogramme und. Doch der Charme an YouTube ist, dass du das nicht musst. Natürlich, du musst kreativ sein, dir eine Nische raussuchen und dann die Texte schreiben. Du solltest auch nicht scheu sein, vor der Kamera zu stehen. Alternativ kannst du dir natürlich auch einen Kanal aufbauen, in welchem du dein Gesicht nicht zeigst, so wie wir das gemacht haben. Ich könnte dir jetzt hier stundenlang darüber berichten, wie du einen YouTube-Kanal aufbaust. Ich möchte dieses Übersichtsvideo jedoch bewusst kurz halten. Schauen wir uns also an, wie sich YouTube auf unseren Bewertungsskalen macht. Auf der Risikoskala würde ich YouTube eine 8 von 10 geben, wobei höher besser ist. Warum? Weil das Einzige, das du bei YouTube verlieren kannst, deine eingesetzte Zeit ist. Natürlich ist die auch wertvoll, jedoch lernst du auf deinem Weg auch viele Dinge, die diesen Verlust wieder ausgleichen. Auf der Investmentskala würde ich YouTube eine 4 von 10 geben, da du sehr viel Zeit investieren musst, bevor du mit YouTube nennenswert Geld verdienen kannst. Den Verdienst würde ich bei YouTube mit 9 von 10 bewerten, denn mit einer Followerschaft von 10.000 Abonnenten ist es durchaus schon möglich, 1.000 Euro im Monat zu verdienen. Mit einer Followerschaft von einer halben Million sprechen wir hier schon von 6-stelligen Beträgen pro Monat. Somit kommt YouTube insgesamt auf eine Wertung von 21 von 30, also ganz solide. Schauen wir uns als nächstes das Thema Online-Kurse an. Unter Online-Kursen verstehe ich hier Video- oder auch Audiokurse, welche du einmal aufnimmst und dann irgendwo einstellst. Sei es auf Udemy, auf Skillshare oder auf deiner eigenen Seite. Hierfür brauchst du wie bei YouTube kein Geld einsetzen, heutige Smartphones haben eigentlich alles, um ordentliche Kurse zu erstellen. Der Zeiteinsatz bei Online-Kursen ist deutlich geringer als bei YouTube, da du nur einen einstellen musst und diesen dann automatisiert über Udemy oder dergleichen anbieten kannst. Online-Kurse haben jedoch die Einschränkung, dass du zuerst Experte auf einem Gebiet werden musst.
Du kommst gerade aus der Schule und denkst dir, ich bin aber noch nirgendwo Experte drin. Dann frag dich, worum bist du besonders gut? Sport, Musikinstrumente, Computerspiele, bestimmte Fächer in der Schule. Die Liste könnte ich endlos fortsetzen. Finde etwas, in dem du besonders gut bist und mach dir Gedanken darüber, ob andere wissen wollen könnten, wie du so gut geworden bist. Auf unserer Risikoskala würde ich Online-Kursen somit eine 6 von 10 geben, denn es besteht die Gefahr, dass hinterher keiner deinen Online-Kurs sehen will und deine Arbeit umsonst war. Vom Investment her würde ich die Online-Kurse eine 10 von 10 geben, da es keine Kosten gibt und das Zeitinvestment sich auch im Ganzen hält. Auf der Verdienstskala gebe ich den Online-Kursen eine 6 von 10, denn du kannst mit Online-Kursen zwar sehr gutes passives Einkommen generieren, du wirst jedoch schwer an die Verdienstmöglichkeiten von zum Beispiel YouTube oder Dropshipping herankommen. Insgesamt bekommen Online-Kurse also eine 22 von 30 von mir. Eine dritte Möglichkeit, ohne ein monetäres Investment Geld zu verdienen, ist Affiliate Marketing. Was das genau ist, kannst du dir besser in einem anderen YouTube-Video anschauen. Es geht dabei jedoch darum, digitale Produkte von anderen zu vertreiben. Dafür brauchst du die Produkte nicht einmal selbst gekauft haben, wobei das natürlich empfehlenswert ist. Denn du willst deinen Kunden ja schließlich Mehrwert verkaufen und nicht irgendeinen Scheiß. Dazu kannst du dich auf Plattformen wie Digistore24 oder Copecard anmelden und dann dir digitale Produkte aussuchen, welche du verkaufen möchtest. Am einfachsten geht das, indem du dir einen Social Media Account erstellst, also sei es Instagram, YouTube, TikTok oder einen eigenen Blog. Und hier liegt auch die Hürde beim Affiliate Marketing. Du brauchst eine gewisse Reichweite und gute Skills als Verkäufer, um deine Produkte an den Mann oder die Frau zu bringen. Du kannst jedoch sehr gut mit Affiliate Marketing verdienen. Es ist sogar so, dass YouTuber ihr meistes Geld über Affiliate Marketing verdienen. Wenn du uns unterstützen willst, kannst du unten einen der Links in der Videobeschreibung anklicken. Das sind auch Affiliate-Links, über die wir dann eine kleine Provision bekommen. Auf der Risikoskala würde ich Affiliate Marketing eine 10 von 10 geben. Auf der Investmentskala dagegen eine 3 von 10, da du erstmal einen Social Media Account oder Blog mit einer gewissen Reichweite brauchst. Die Verdienstmöglichkeiten sind bei Affiliate Marketing meiner Meinung nach eine 10 von 10, denn hier kannst du richtig viel Geld verdienen. Damit kommt Affiliate Marketing auf 23 von 30 Punkten. Die letzte Möglichkeit, welche nur Zeit kostet, ist Print on Demand. Print on Demand ist ein Service, bei dem du Motive für Kleidung, Tassen oder andere Artikel erstellst. Dabei brauchst du nur Designs erstellen, der Print on Demand Anbieter kümmert sich um die Produktion, den Versand und die Zahlungsabwicklung. Wenn du also kreativ willst, ist das Ganze eine sehr interessante Möglichkeit, Geld zu verdienen. Es ist jedoch so, dass der Markt von Designern sehr stark überlaufen ist. Es gibt viele Copycats und Designer, die einfach markengeschützte Bilder klauen und diese für ihre Designs verwenden. Das sorgt dafür, dass dein Design umso schwerer gesehen wird. Der lukrativste Anbieter im Print-on-Demand-Bereich ist Amazon Print on Demand. Das hat zwei einfache Gründe. Der Anbieter hat eine Hürde eingebaut, sodass nicht jeder dort irgendwelche Designs hochladen kann. Das kann die Konkurrenzsituation massiv entschärfen. Bedeutet aber auch, dass deine Designs sehr gut sein müssen, um in den Store aufgenommen zu werden. Zweitens, Amazon ist mit seinem Store der größte Online-Händler der Welt. Damit hast du die Möglichkeit, auf Millionen potenzielle Kunden zuzugreifen. Auf der Risikoskala geben wir Print on Demand eine 9 von 10 und auf der Investmentskala eine 7 von 10, da du einiges an Zeit in die Designs investieren musst. Bei der Verdienstskala bekommt Print on Demand von uns eine 4 von 10, da es mittlerweile bereits so viele Anbieter in diesem Bereich gibt. Insgesamt bekommt Print on Demand also eine 20 von 30. Schauen wir uns nun die Möglichkeiten an, welche Nebenzeit auch Geld benötigen. Du hast sicherlich schon mal von Dropshipping gehört. Immerhin war es ja im Internet eine Zeit lang der Hype und das Ding, das jeder empfohlen hat. Dropshipping ist nichts anderes, als dass du die Vermarktung von Produkten eines Herstellers übernimmst und dieser sich um die Herstellung und den Versand kümmert. Der Vorteil ist, dass du keine Produkte auf Lager halten musst. Oft wird hierfür mit Systemen wie Shopify oder BigCommerce gearbeitet. Dabei werden dann im Normalfall Produkte aus China oder anderen Billiglohnländern importiert. Und hier kommt auch direkt die Hürde, die Dropshipping hat. Zum einen kostet es Zeit, so einen Store aufzusetzen. Zum anderen musst du für Dropshipping in Deutschland einiges an Geld in die Hand nehmen. Du brauchst ein Abo bei einem der Anbieter und du brauchst eine Domain, welche Geld kostet. Hinzu kommen Kosten für Steuerberater und andere Dienstleister, denn wenn du deine Gewinne hinterher falsch versteuerst,
hast du ein Problem. Klar, du musst deine Gewinne auch bei den anderen Einkommensarten versteuern. Hier kommt aber die Schwierigkeit dazu, dass es sich bei Dropshipping um ein sogenanntes Wegegeschäft handelt, welches steuerlich relativ komplex ist. Dies kann die Kosten gerade zu Beginn des Dropshippings deutlich in die Höhe treiben. Auch musst du deine Marke ja irgendwie bewerben, was meistens auch nochmal Geld kostet. Aus diesen Gründen geben wir Dropshipping auf der Risikoskala eine 5 von 10, da du Kapital einsetzen musst, welches dann verloren ist, wenn das Dropshipping nicht klappt. Auf der Investmentskala geben wir Dropshipping auch nur eine 3 von 10, da du Kapital einsetzen musst. Die Verdienstskala hingegen bekommt eine 7 von 10, da du schon sehr gutes Geld damit verdienen kannst, wenn es denn läuft. Also insgesamt eine 15 von 30. Zu guter Letzt möchten wir noch kurz das Thema Aktien als Nebeneinkommen ansprechen. Ja, auch mit Aktien kannst du dir ein Nebeneinkommen aufbauen. Es braucht jedoch einiges an Investment, um auf eine Summe zu kommen, die sich lohnt. Kaufst du beispielsweise Dividendenaktien, brauchst du für 100 Euro im Monat schon mindestens Aktien im Wert von 24.000 Euro. Für 1000 Euro im Monat schon 240.000 Euro. Aktien sind dabei auch sehr risikoreich, da Märkte fallen und steigen. Durch das hohe Kapitalinvestment und die Verlustgefahr bekommen Aktien von uns eine 3 von 10 auf der Risikoskala und eine 1 von 10 auf der Investmentskala. Beim Verdienst bekommen Aktien auch nur eine 6 von 10, da du mit Aktien beim richtigen Investment zwar Millionen machen kannst, aber eben auch Pech haben kannst und deine Rendite weniger als 6% beträgt. Somit kommen Aktien von uns auf eine 10 von 30 auf der Nebeneinkommensskala. Lass uns die verschiedenen Nebeneinkünfte noch einmal miteinander vergleichen. YouTube hat auf der Risikoskala eine 8 von 10 von uns bekommen, auf der Investmentskala eine 4 von 10 und auf der Verdienstskala eine 9 von 10. Mit 21 von 30 Punkten ist YouTube also nicht die beste Möglichkeit, sich schnell ein Nebeneinkommen aufzubauen. Online-Kurse haben auf der Risikoskala eine 6 von 10 von uns bekommen, auf der Investmentskala eine 10 von 10 und auf der Verdienstskala eine 6 von 10. Mit 22 von 30 Punkten sind Online-Kurse auf Platz 2. Affiliate Marketing hat auf der Risikoskala eine 10 von 10 von uns bekommen, auf der Investmentskala eine 3 von 10 und auf der Verdienstskala auch wieder eine 10 von 10. Mit 23 von 30 Punkten ist Affiliate Marketing damit bei uns auf Platz 1. Print on Demand hat auf der Risikoskala eine 9 von 10 von uns bekommen, auf der Investmentskala eine 7 von 10 und auf der Verdienstskala eine 4 von 10. Damit schneidet Print on Demand mit einer 20 von 30 am schlechtesten unter den zeitbasierten Einkommensmöglichkeiten ab. Dropshipping hat auf der Risikoskala eine 5 von 10 von uns bekommen, auf der Investmentskala eine 3 von 10 und auf der Verdienstskala eine 7 von 10. Dropshipping ist also mit 15 von 30 Punkten auf dem vorletzten Platz und eignet sich unserer Meinung nach nicht wirklich zum Aufbau eines lukrativen Nebeneinkommens. Aktien haben auf der Risikoskala eine 3 von 10, auf der Investmentskala eine 1 von 10 und auf der Verdienstskala eine 6 von 10 bekommen. Mit 10 von 30 Punkten ist es somit die am wenigsten geeignete Art, sich ein Nebeneinkommen aufzubauen, ohne bereits ein großes Vermögen zu haben. Um solche Nebeneinkommensströme wirklich bewerten zu können, braucht es vor allen Dingen eine Sache: finanzielle Bildung. Und genau dafür haben wir diesen Kanal ins Leben gerufen. Unterstütze uns, indem du diesem Video einen Daumen nach oben gibst und uns ein Abo dalässt, denn dadurch kann unser Video noch mehr Menschen helfen. Auf der linken Seite findest du die Playlist mit Videos zum Thema Finanzen allgemein. Bis zum nächsten Mal, dein Leben in Freiheit.